Moin und herzlich willkommen wieder einmal aus unserer Werkstatt. Heute steht neben mir unsere Husqvarna 701 Enduro und in meiner Hand halte ich den Kumpan Cockpit Assistenten. Drehzahlmesser, Motortemperaturerfassung und Schaltblitz. Den wollen wir heute an unserer Husqvarna verbauen, wollen euch zeigen, wo er installiert ist, wo die einzelnen Komponenten hinkommen. Also am besten dranbleiben. Noch einen kurzen Überblick über den Lieferumfang. Wir haben hier natürlich den Kumpan, dazu kommen noch Kabelbinder, der Temperatursensor, in diesem Fall M10x1, ein Klebepad für das Display nachher und der modellspezifische Stecker für die KTM 690 und die Husqvarna 701. Als Werkzeug benötigt man eigentlich nicht viel. 10er Gabelschlüssel, 8er und 10er Nuss für die Ritzelabdeckung, eine Rätsche, 5er Inbus und ein T27 Torx für die Lampenmaske und am besten noch eine Zange, um nachher die Kabelbinder abzuzwicken, wenn man seine Kabel sauber verlegt hat. So sieht unser Cockpit-Assistent ausgepackt aus. Den werden wir sinnvollerweise hier oben auf der Gabelbrücke montieren, dass er gut im Sichtbereich ist. Und die Stromanschlüsse liegen an der 701 jetzt hinter dieser Lampenmaske. Das heißt, im ersten Schritt werden wir die Lampenmaske demontieren. Dazu sind 3 Schrauben zu lösen. 2 hier auf der linken Seite. Und noch einer auf der rechten. So, und dann können wir die Lampenmaske vorsichtig vorne wegschwenken und haben jetzt hier die Stromanschlüsse liegen. Dann können wir von oben das Kabel hier mit den Leitungen durchführen, nach vorne hinter die Lampenmaske. Wir beginnen jetzt damit, die Kabel von oben, also aus Lenkerrichtung, durchzuführen, und zwar entlang der Hydraulikleitung von der Kupplung. Als erstes kommt das Kabel für das Drehzahlsignal durch, also das zum Sensor nachher geht. Zum Abzweigverbinder vom Drehzahlsignal. Das führen wir hier durch. So, dann kommt als nächstes der Anschluss für den Temperatursensor, der die Motortemperatur aufnimmt. Wird auch durchgeführt nach vorne. Und zum Schluss kommen die beiden Anschlüsse für den Strom. Werden auch hiermit durchgeführt. So. Und dann können wir die Kabel nach vorne durchziehen. Vorsichtig, dass man nichts einklemmt. Den Kumpan legen wir einfach mal hier vorne hin, wo er dann nachher festgeklebt wird. Und dann können wir die Kabel mal sortieren. Genau, hier haben wir jetzt den ACC2-Anschluss vorbereitet. An dem werden wir den Stromanschluss abnehmen für unseren Kumpan. Wichtig, dass es ACC2 ist und nicht ACC1, weil ACC1 ist Dauerplus und das wollen wir natürlich nicht. Also schließen wir an das rote Kabel an das hier rot-schwarze. Das können wir dann einfach so einstecken, dass er ordentlich sitzt. Und das schwarze Kabel von unserem Kumpan an werkseitig braunes Kabel. Oh, so ein bisschen fummelig hier. Aber das soll ja auch gut sitzen und dicht sein. Jetzt, so. Genau, das ist schon der Stromanschluss. Der ist dann hier vorne sauber aufgeräumt. Und die beiden übrigen Kabel, das heißt Motortemperatur und Drehzahlsignal, die können wir hier unten entlang führen. Das sind die Bowdenzüge vom Gaszug und da ist unterhalb noch genug Platz. Die führen wir jetzt mal nach hinten durch. Können wir hier vorsichtig auch durchziehen. Und dann haben wir die Kabel hier vorne schon sauber verlegt. Lampenmaske können wir wieder anschließen, die haben wir hier mal abgeklemmt.
Aber dann passt das eigentlich soweit alles. Wie ihr seht, ist ja noch relativ übersichtlich hier von den Anschlüssen. Genau, und dann sind wir hier vorne schon fertig. Von vorne kommen wir jetzt hier durch mit den beiden Kabeln. Die können wir hier gut durchführen, hinter der Abdeckung entlang an der Airbox, hinten dann zum Rahmen und dann runter. Dafür mussten wir jetzt nur die Sitzbank runternehmen. Also das ist alles schnell zu erledigen, gut zugänglich. Und unten geht es dann weiter mit dem Motortemperatursensor und dem Drehzahlabzweiger. So, jetzt sind wir auf der linken Seite von unserem Motorrad angekommen. Wir haben bereits das Kabel für das Drehzahlsignal hier durchgeführt. Also von der anderen Seite kommt, ganz vorne von der Lampenmaske. Und jetzt suchen wir das Kabel, das für uns das Drehzahlsignal liefert. In diesem Fall tritt das Kabel von dem Kurbelwellensensor, der dieses Signal trägt, hier links an dem Motorgehäuse aus. Das ist dieses Kabel hier unten. Das können wir jetzt hochverfolgen. Das ist an so einem Kabelstrang auch geführt, führt hier entlang. Und dann finden wir hier hinten, ein bisschen versteckt, diesen Stecker. Also den Stecker gibt es an den Husqvarna 701 Modellen und ebenso an der KTM 690. Den können wir jetzt einfach auseinanderziehen. So, und dann diesen Zubehörstecker installieren, der bei dem Lieferumfang speziell für die beiden Modelle schon enthalten ist. Den können wir dann einfach reinstecken und unser Signalkabel, das dann zum Cockpit führt, auch anschließen. Und dann haben wir schon das Drehzahlsignal abgenommen. Das ist dann soweit fertig. Kommen wir jetzt zum Motortemperatursensor. Bei den 701 und auch bei den 690er Modellen haben wir da mehrere Möglichkeiten, wo wir den Sensor anschließen können. Die haben wir alle auf unserer Internetseite dokumentiert. Da gibt es ein ausführliches Bericht zu, auch mit bebilderter Anleitung. Wir haben jetzt hier den Steuerkettenspanner gewählt als Einbauort für unseren Sensor. Der ist für alle Modelljahre der 701 und der 690 auch wählbar oder machbar, dieser Einbauort. Deswegen haben wir den jetzt gewählt. Und dazu müssen wir die Verschlussschraube vom Steuerkettenspanner demontieren. Die sitzt hier an der linken Seite. Und wir haben jetzt nur die Ritzelabdeckung abgebaut. Wir wollten natürlich so wenig Aufwand wie möglich. Der Auspuff kann dran montiert bleiben. Das ist eigentlich kein Problem. Muss ich hier ein bisschen Mühe geben, aber mit so einer Verlängerung, 5er Imbus, kommt man von hier hinten dann gut in diese Verschlussschraube rein. Kann hier einführen und dann einer Rätsche die Verschlussschraube rausdrehen. So, da haben wir die Verschlussschraube. Genau, könnte sein, dass wenn ihr die Schraube gelöst habt, noch ein paar Tropfen Öl rauskommen. Lege ich jetzt einfach mal einen Lappen drunter, der die aufhängt. Das können wir beiseite legen und jetzt unseren Sensor installieren. Das ist jetzt für die 701 und auch die 690 ein M10x1 Gewinde. Kupferring ist auch mit dabei, den sollte man natürlich nicht vergessen. Und dann kann man den von hinten, genauso wie jetzt die Verschlussschraube ausgeschraubt haben, können wir die jetzt einführen. Bis er ansitzt. Ja, genau, und dann können wir den so schön reinschrauben. Mit dem Gabelschlüssel dann von hier oben vorsichtig anlegen. Alles mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das sollte man natürlich mitbringen. So, dann haben wir den schon angeschlossen. Das Kabel können wir auch nach hier oben durchlegen. Da kommt ja auch von der anderen Seite unser Gegenstück, das vom Cockpit vorne hinter der Lampenmaske hergeführt ist. Zusammenstecken, verschrauben und das ist auch eine wasserdichte Verbindung, also sollte es keine Probleme geben. Wir können jetzt diesen Anschluss und auch das Kabel hier vom Drehzahlsignal, das kann man natürlich dann noch schön aufräumen, vielleicht ein bisschen mit Kabelbindern befestigen, aber dann sind wir jetzt hier auch schon fertig, alles angeschlossen und dann können wir jetzt zum nächsten oder letzten Schritt übergehen.
Als finalen Schritt können wir jetzt noch das Display vom Kumpan verbauen. Da haben wir bereits gesagt, das machen wir vorne im Sichtbereich unterhalb vom Tacho auf der Gabelbrücke. Die Gabelbrücke würde ich am besten vorher noch mal mit Bremsenreiniger reinigen, dass unser Klebebett hier gut hält und der Kumpan nicht davon fliegt. Genau, Platz ist ausreichend vorhanden und dann alles im Sichtbereich vom Fahrer angebracht. Als erstes ziehen wir die gelbe Folie ab. Das ist die Seite, die dann hinten auf den Kumpan kommt. Auf die Rückseite draufkleben und gut festdrücken. Dann die rote Folie lösen. So, abziehen. Dann eine saubere Position wählen. Am besten hier direkt am Tacho-Display, dass er nicht verdeckt wird vom Lenker. Und festdrücken. Sitzt. Jetzt testen wir das Ganze noch. Kumpan läuft und zeigt alles an. Jawohl, Motortemperatur ist auch da und Umgebungstemperatur. Ich würde sagen, einwandfrei, sieht super aus. Die Drehzahl wollen wir natürlich auch noch kontrollieren. Also einmal den Motor starten und die Drehzahl wird auch korrekt angezeigt. Jawohl. Das war es auch schon mit dem Einbau vom Kumpan an der 701. Wir hoffen, dass das Video einige Informationen für euch auch gebracht hat und eventuelle Unklarheiten geklärt hat. Damit wollten wir auch einfach aufzeigen, dass der Einbau unkompliziert und schnell vonstatten gehen kann. Wie gesagt, haben wir auf unserer Internetseite auch noch eine bebilderte Einbauanleitung zu der 701 und zu der 690 auch und auch zu den verschiedenen Positionen der Temperatursensoren, wo die verbaut werden können. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne auf jeden Fall schreiben. Werden wir natürlich schauen, dass wir das alles gut beantworten können. Ansonsten abonniert am besten den Kanal, dass ihr kein Video mehr verpasst und bis zum nächsten Mal.